Ihr kommt dem Video immer ein Stückchen näher. Ihr habt euer Thema gefunden und ihr wisst auch, wie ihr das Thema in einem Video präsentiert. Und habt auch schon ein Skript gemacht. Jetzt kommt nur noch eine große Aufgabe, bevor es an den Dreh geht. Das Drehbuch. Das Drehbuch ist anders als ein Skript. Das Skript war ja in Stichpunkten. Nun wird es aber genauer. Das Drehbuch ist sehr detailliert. Hier wird aufgeschrieben, was in jeder Szene genau passiert, also die Handlung. Welche Kameraeinstellung man hat, also die Perspektive, was man für die Szene braucht, also die Requisiten, und auch ganz genau, was jeder sagt, also der Text. Einen ganzen Abschnitt zu Kameraperspektiven gibt es in eurem Leitfaden. Wichtig! Jede Gruppe hat genau ein Drehbuch. Das Drehbuch ist für alle in der Gruppe dasselbe. Zurück zu unserem Video. Wir möchten ja die Geschichte unserer Mosaikschwanzratte erzählen. Also die Geschichte aus unserem Skript. Der Meeresspiegel steigt und es gibt Stürme. Die Insel wird überschwemmt. Das Salzwasser tötet die Pflanze. Die Ratte sucht eine Pflanze, aber sie findet keine und verhungert. Wie sieht so ein Drehbuch aus? Wir zeigen euch, wie unser Drehbuch aussieht und wie wir das machen. Ein Drehbuch ist eine Tabelle. In der ersten Spalte steht nur eine Nummer. Das ist die Nummer der Einstellung. In der zweiten Spalte steht die Kameraeinstellung und die Handlung und auch der Drehort, wenn ihr einen habt. In die dritte Spalte kommt der Text und in der vierten dann die Requisiten, also was ihr alles braucht. In der fünften Spalte machen wir Einblendungen, also wenn wir Text im Bild haben wollen. Alles klar, legen wir los. Einstellung 1. Eine Totale. Wir sehen eine Insel. Einstellung 2. Wieder eine Totale. Eine Pflanze ist auf der Insel. Sie freut sich. Einstellung 3. Eine Halbtotale. Die Ratte umarmt die Pflanze. Einstellung 4. Eine Nahe auf die Pflanze. Die Pflanze sagt: Ich bin sehr glücklich. Einstellung 5. Wieder eine Nahe, diesmal auf die Ratte. Die Ratte sagt: Ich bin auch sehr glücklich. Und wenn ich Hunger habe, dann kann ich an dir knabbern. Das ist ja ziemlich pervers. Ja, aber auch ein bisschen lustig. Und es darf ja auch lustig sein. Einstellung 6. Das Meer ist wild. Eine große Welle kommt. Einstellung 7. Eine Vogelperspektive auf die Pflanze. Die Pflanze hat Angst. Die Pflanze schreit. Einstellung 8. Eine Nahe auf das Gesicht der Pflanze. Die Pflanze schreit. Einstellung 9. Eine Froschperspektive. Die Welle begräbt die Insel unter sich. Einstellung 10. Eine Halbtotale. Die Pflanze kann kaum atmen. Pflanze röchel. Einstellung 11. Eine Nahe. Die Pflanze stirbt. So, genug. Ich mache weiter. Ich bin ja eh schon tot. Einstellung Nummer 12. Die Ratte läuft herum.
Sie hat Hunger. Nummer 13. Nahe auf das Gesicht der Ratte. Die Ratte schreit: Ich habe so großen Hunger, aber es gibt gar keine Pflanzen. Einstellung Nummer 14. Eine Totale. Die Ratte läuft herum. Ein Zeitraffer. Sie fällt um und ist tot. Damit habt ihr ein Beispiel für ein Drehbuch. Hier noch ein paar wichtige Tipps. Schreibt den Text so einfach, dass ihr ihn sprechen könnt, ohne abzulesen. Wir wollen eure Sprache. Zweitens, denkt über Zeit nach. Man kann Dinge schneller oder langsamer erzählen. Damit meinen wir nicht Zeitlupe oder Zeitraffer, sondern wie viel Zeit ihr im Video braucht, um einzelne Aspekte zu zeigen oder zu erklären. Fragt euch, was nicht so wichtig ist. Das kann man schneller abhandeln. Aspekte, die wichtig sind, sollte man gründlicher erklären. Dafür braucht man auch mehr Zeit. Drittens, wie gut euer Video wird, zeigt sich am Drehbuch. Je besser das Drehbuch, umso besser das Video. Also Leute, Ran an den Text!